Nach außen muss bei der Armee alles gut aussehen. Niemand interessiert sich für die Wirklichkeit. Ich war Leutnant der russischen Armee. An der Invasion sind mehr als 100.000 russische Soldaten beteiligt. Ich wollte da nicht mitmachen. Von Anfang an nicht. Das sind Kriegsverbrechen. Es gab keinen anderen Weg. Ich musste desertieren. Für meine Mutter bin ich ein Verräter. Aber ich bin kein Verräter. Ich wurde verraten. Von meinem Land, das mich in diesen Krieg geschickt hat. Ich bin bereit zu bezeugen, was ich gesehen habe. In den ersten Wochen bin ich immer zitternd aufgewacht. Mit dem einen Gedanken, sie werden mich finden. Sie werden mich finden, zurückbringen, wegsperren. Für lange Zeit. Frontoffizier Andrei ist 2022 untergetaucht. Nicht einmal seine Familie kennt seinen genauen Aufenthaltsort. Denn der lange Arm des russischen Geheimdienstes reicht bis in die kasachische Hauptstadt. Deshalb sind Andreis Stimme und Name in diesem Film verändert. Ich könnte jederzeit abgeschoben werden. Das hieße Gefängnis für 15 Jahre oder mehr. Aber ich will mir nicht vorwerfen müssen, aus Angst geschwiegen zu haben. Ich will reden. Wenn auch anonym. Vielleicht kann ich mit meiner Geschichte andere davon überzeugen, nicht mehr mitzumachen bei diesem Krieg. Seit meiner Schulzeit habe ich mich für Radiotechnik und Funkkommunikation interessiert. Darum habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Aber weil meine Familie nicht besonders wohlhabend ist, fehlte das Geld für ein Hochschulstudium. Ich musste entweder ein Stipendium bekommen oder, wie meine Eltern sagten, zur Militärakademie gehen. Mein Urgroßvater war ein Kriegsveteran und hatte einen hohen militärischen Rang. Auch mein Großvater hat die Militärakademie als Offizier abgeschlossen. Daher wollten meine Eltern, dass ich ebenfalls auf die Militärakademie gehe. Ich hatte schon als Kind Angst vor der Armee. Aber man soll sich ja seinen Ängsten stellen. Fünf Jahre dauert eine Ausbildung zum Fernmeldeoffizier. Anschließend muss Andrei für mindestens 5 Jahre in der Armee dienen. In der Militärakademie wurden wir gemustert. Dann haben sie uns alles weggenommen. Handys, zivile Kleidung, einfach alles. Vom ersten Tag an machten sie einem klar, dass man ein Niemand ist. Становись! Равняйсь! Смирно!
Sie haben uns ohne Grund schikaniert. Wir sollten Disziplin und Gehorsam lernen. Zu essen gab es halb vergammeltes Fleisch, oft aus der Dose. So fing meine Militärzeit an. Ich erinnere mich daran, wie ich die ganze erste Nacht gegrübelt habe, ob ich gehen oder bleiben soll. Am zweiten Tag war klar, ich muss da raus. Ich habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, das ist nichts für mich. Ich will hier raus. Wir haben uns gestritten. Sie hat dann so Sachen gesagt wie, bleib da, alles wird gut. Am Ende hat sie mich überzeugt, weiterzumachen, weiter zu studieren und meinen Abschluss zu machen. Das war dann mein Ziel. Das Studium beenden und mit dem Diplom in der Tasche diesen ganzen Albtraum vergessen. Die Ausbildung in der Fernmeldetechnik beginnt zunächst vielversprechend. Am Anfang war es wirklich interessant. Wir lernten etwas, haben viel erklärt bekommen. Aber als es dann an die Praxis ging, war schnell klar, dass es an Ausrüstung fehlte. Es gab nur ein paar Geräte und die waren alle Schrott. Später habe ich mir die Funkausrüstung von meinem eigenen Geld gekauft. Die guten Sachen wurden gestohlen, um sie zu Geld zu machen. Es war ein einziges korruptes System und unsere Vorgesetzten haben natürlich weggeschaut, weil sie selbst gut daran verdient haben. Das Militär ist einfach ein absolut verkommener Haufen. Nach außen muss bei der Armee alles gut aussehen. Niemand interessiert sich für die Wirklichkeit. Sie haben uns körperlich erniedrigt. Zum Spaß, damit sie was zu lachen hatten. In der russischen Armee herrscht eine informelle Hierarchie, die sogenannte Djedowtschina, die Herrschaft der altgedienten Soldaten über jüngere Rekruten. Das System aus Gewalt und Schikane hat in der russischen Armee eine lange Tradition. Die alten Bräuche gibt es immer noch. In den Kasernen wird noch immer schikaniert. Das ist Teil des Systems. Ich musste einmal 10 Stunden im Büro eines Vorgesetzten stramm stehen, während er seiner Arbeit nachging. Ich hatte den Befehl, einfach dazustehen. Die Leute fingen an, sich gegenseitig zu hassen. Es gab Messerstechereien. Sie haben sich fast umgebracht. Alle verschließen die Augen davor. Wasche vor anderen niemals deine schmutzige Wäsche. Das ist eine unausgesprochene Regel in der Armee. Nicht alle haben den Druck ausgehalten. In meiner Einheit hat einer Selbstmord begangen.
Er ist aus dem 12. Stock gesprungen. Ich wollte da raus. Ich habe schriftlich gekündigt. Mein Kommandeur sagte, mach dein Studium zu Ende. Ich lasse dich nicht gehen, keine Chance. Und wenn du dich weiterhin weigerst, lasse ich dich einlochen. Dann heißt es, ab ins Militärgefängnis. Außerdem, wenn ich vorzeitig ausgestiegen wäre, hätte ich rund 3.000 Euro Strafe zahlen müssen. Ich tat dann erstmal gar nichts. Ich habe einfach meine Zeit abgesessen, bin weder zum Appell noch zu irgendwelchen Seminaren gegangen. Nach ein paar Tagen haben meine Vorgesetzten meine Eltern angerufen, die dann mich anriefen. Was machst du denn? Du musst zu Ende studieren. Du brauchst deinen Hochschulabschluss. Sie haben dann statt mir meine Kameraden bestraft. Dann kam ein guter Freund zu mir und sagte, deinetwegen werden wir schikaniert. Niemand will hier sein, aber wir können auch nicht hier weg. Lass uns das Jahr zu Ende bringen und dann kündigen wir gemeinsam. Mir ist dann klar geworden, es ist unmöglich zu kündigen. Das System ist dermaßen stark gegen den Einzelnen, dass man da alleine nicht rauskommt. Nach der Ausbildung wird Andrei automatisch zum Leutnant befördert. Jetzt wartet der reguläre Armeedienst. Auch dort versucht er zu kündigen. Ich engagierte ein Team von Anwälten, um die Armee endlich zu verlassen. Seine Anwälte raten ihm, ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst zu eröffnen, um suspendiert zu werden. Dafür listet Andrei eigene Dienstverfehlungen auf. Fernbleiben von der Arbeit, mangelnde Kooperationsbereitschaft und schlechte Führung. Mein Kommandeur sagte, vergiss es, Ende Januar werden wir auf die Krim verlegt. Wenn du das hinter dich bringst, lassen wir dich gehen. Meine Anwälte sagten, versuch deine Verlegung zu verhindern. Also setzt Andrei ein Schreiben auf. An den Kommandeur. Ich, Leutnant Andrei, verweigere den Diensteinsatz in der Republik Krim. Mein Vorgesetzter malte Genitalien darauf und sagte, jeder kommt mit. Mit 10.000 weiteren russischen Soldaten wird Andrei auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim verlegt. Wir bauten ein Feldlager auf und richteten die Funkkommunikation ein. Das alles wurde uns als Manöver verkauft. Niemand dachte zu dem Zeitpunkt an Krieg. Bis zum 24. Februar. Da bekamen wir Waffen und jeder 2 Magazine mit scharfer Munition. Wir stiegen in Militärfahrzeuge und die Kolonne setzte sich in Bewegung. Ich wusste gar nicht, was los war.
Dann überquerten wir die ukrainische Grenze. Szenen wie die folgenden aus den ersten Wochen des Krieges erlebt auch Andrei. Wir waren 24 Stunden nonstop unterwegs. Die Menschen hupten oder zeigten uns den Mittelfinger. Die einen schrien, was wollt ihr hier? Die anderen, wir warten seit Jahren auf euch. Man weiß einfach nicht, was man glauben soll. Andrei kümmert sich an der Front um die Funkkommunikation. Ich musste alle 8 Stunden die Funkmasten hochklettern. Mobilfunk und Sattanlagen. Mit einem Klebeband macht man dann ein Funkgerät fest, schaltet es ein und stellt sicher, dass alles funktioniert. Links und rechts pfeifen die Kugeln an einem vorbei. Oben drüber fliegen Drohnen. Und irgendwo in der Nähe feuern sie Raketen ab. Andrei erlebt die Kämpfe zwischen den russischen Truppen und der ukrainischen Armee aus nächster Nähe. Wir trafen auf ersten Widerstand. Da hängt eine Drohne in der Luft. Die Gegend steht unter Beschuss. Gib mir die verfluchten Koordinaten. Wir werden die Arschlöcher in Stücke reißen. Dann kamen die Kampfpanzer. Die Panzer schossen aufeinander. Und in der Nähe versuchten sich irgendwelche Einheiten hinter Büschen zu verstecken. Menschen sterben. Deine Kameraden sterben. Dann versteht man, dass Krieg ist. Und es gibt nur noch den Gedanken, wie kann ich das hier überleben? Das macht einen verrückt. Ich saß in der Falle. Weglaufen war keine Option. Jeder wusste, dass im Hinterland Einheiten unserer Armee auf die lauerten, die abhauen wollten. Kurz vor April hatte ich zum ersten Mal eine Internetverbindung. Ich öffnete Twitter und war geschockt. Ich sah die Gräueltaten in Butscha und Izium. Das alles machte mich aggressiv. Ich fing an, die russische Armee zu hassen. Wer so etwas macht, ist kein Soldat. Und warum hat keiner der Kameraden das verhindert? Ich wollte nicht mehr Teil von all dem sein. Ich dachte darüber nach, mir selbst ins Bein zu schießen. Oder mir einen Arm zu brechen. Dann könnte ich nicht mehr auf Funktürme klettern. Und ich wäre raus gewesen. Aber es kam nie der richtige Moment.
Ich wartete nur darauf, dass das Ganze bald zu Ende ist und ich zurück nach Hause fahren kann. Aber der Krieg ging weiter. Dann eines Tages sind wir eine Landstraße lang gefahren. Eine Spezialeinheit war mit dabei. Dann kam ein Auto. Sie bekam den Befehl, das Fahrzeug anzuhalten. Es saßen 3 Männer drin. Sie mussten sich ausziehen. Die Spezialeinheit suchte nach Militärtattoos. Es gab keine. Die Männer waren offensichtlich Zivilisten. Trotzdem befahl unser Kommandant, die Männer zu erschießen und mit dem Auto zu verbrennen. Wir sind dann weitergefahren und ich habe 3 Schüsse gehört. Das sind Kriegsverbrechen. Niemand darf so etwas tun. Das hat mich fertig gemacht. Ich habe dann meine Mutter angerufen und versucht ihr zu erklären, was wirklich vor sich geht. Ich sagte, es geschehen hier schreckliche Dinge. Das muss ein Ende haben. Sie wollte davon nichts hören und sagte, manche Dinge müssen einfach getan werden. Halt durch. Ihr seid Helden. Und ich fragte, was für eine Art von Helden sollen wir denn sein? Im Sommer 2022 werden russische Soldaten erstmals von der Front rotiert und in den Urlaub geschickt. Auch Andrei. Nach 6 Monaten Krieg kehrt er erstmals nach St. Petersburg zurück. Von da an verfolgt er nur ein Ziel: raus aus der Armee. Es gibt offizielle Vorgaben, wie man aus der Armee austreten kann. Nach diesen Vorschriften schrieb ich der zuständigen Abteilung eine Weigerung, weiter Kriegsdienst zu leisten. Plötzlich riefen mich Leute von der Front an und fragten mich, warum tust du das? Meine Kommandeure riefen mich an, sagten, Bruder, so oder so, du wirst zurückkommen. Ich unterstütze den Vorschlag des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs zur teilweisen Mobilisierung in der Russischen Föderation. Mit Putins Mobilisierung sind Andreis Chancen, als Offizier auszusteigen, gleich 0. Ich hatte 3 Optionen. Zurück in den Krieg, Gefängnis oder desertieren, also Fahnenflucht. Am selben Tag habe ich ein Flugticket gekauft und bin an die Grenze zu Kasachstan geflogen. Meine Kameraden riefen wieder an und fragten, wo ich stecke. Wir setzen dich auf die Fahndungsliste. Komm jetzt, sofort. Ich hatte die ganze Zeit Angst, an der Grenze festgenommen zu werden. Zusammen mit Hunderten russischen Männern, die ebenfalls vor der Mobilisierung fliehen, versucht Andrei, über die Grenze nach Kasachstan zu kommen. Als sie mich nach Kasachstan reinließen, konnte ich das erste Mal wieder richtig durchatmen. 10% meiner Reise waren geschafft. In Kasachstan taucht Andrei sofort unter.
Da er offiziell als Tourist nur 90 Tage im Land bleiben darf, muss er schnell handeln. Sonst droht ihm die Abschiebung nach Russland. Für diejenigen, die aufgrund ihrer humanitären Situation in die EU fliehen wollen, gibt es einen legalen Rechtsweg, Asyl zu beantragen. Andrei will nach Deutschland, aber dafür braucht er einen Reisepass. Im Darknet besorgt er sich gefälschte Papiere. Allerdings fehlt ihm eine gültige Einreiseerlaubnis für Deutschland. Von meinem restlichen Geld kaufte ich ein Flugticket nach Deutschland. Aber sie ließen mich nicht an Bord der Maschine. Das Visum fehlte. Ich hätte es besser wissen müssen. Ein wirklich verzweifelter Versuch. Ich kontaktierte eine Menschenrechtsorganisation. Die wendet sich an Alexei Alschansky, einen Menschenrechtsaktivisten. Sie wussten nicht, wie sie seine Geschichte überprüfen sollen. Deshalb haben sie mich eingeschaltet, weil ich mich mit der russischen Armee auskenne. Ich kann den Wahrheitsgehalt einer Geschichte überprüfen. Es ist schwer, mich hinters Licht zu führen, denn ich habe selbst lange Zeit in der Armee gedient. Seitdem führe ich die Interviews mit russischen Soldaten. Um ehrlich zu sein, hätte ich das alles nicht für möglich gehalten. Diese Kriegsverbrecher haben alles Menschliche verloren. Sie müssen bestraft werden. Ich bin bereit zu bezeugen, was ich gesehen habe. Andrei will anderen Soldaten Mut machen, Nein zum Krieg zu sagen, nicht zum Täter zu werden. Deshalb hat er auf YouTube ein Video gepostet. Das ist ein Aufruf, vor allem an Soldaten, die Front zu verlassen und sich gegen den Ukraine-Krieg zu stellen. Ich habe meine Uniform verbrannt. Ich habe bereits jeden, den ich erreichen konnte, kontaktiert und gesagt, Leute, es gibt eine Alternative zum Krieg. Um die 30 bis 40 Menschen haben es bereits zu uns geschafft. An dem Tag, als ich beschlossen habe, zu desertieren und Russland zu verlassen, war mir klar, was mich erwartet. Und ich habe diesen Weg, meinen Weg, ganz bewusst gewählt. Ich rede gerade überhaupt nicht mit meiner Mutter, weil sie mich für einen Verräter hält. Und das ist wirklich traurig. Aber ich bin kein Verräter. Ich wurde verraten. Von meinem Land, das mich in diesen Krieg geschickt hat.